Lektion 1, Traumurlaub. Gewässer, die wie ein Traumurlaub klingen. Haben Sie lokale Sehenswürdigkeiten oder Aktivitäten erkundet? Ja, das habe ich. Ich besuchte atemberaubende Strände und ging im kristallklaren Wasser schnorcheln. Das klingt unglaublich. Das Schwimmen zwischen bunten Fischen muss ein Highlight gewesen sein. Das war es wirklich. Die Unterwasserlandschaft war atemberaubend und unvergesslich. Ich kann es mir nur vorstellen. Was hast du sonst noch erleben dürfen? Ich habe auch die lokalen Märkte genossen, auf denen ich leckeres Essen probiert und Souvenirs gekauft habe. Das ist fantastisch. Es ist immer schön, in die lokale Kultur einzutauchen. Genau. Diese Erlebnisse machen die Reise noch unvergesslicher. Ich kann es kaum erwarten, mehr über Ihre Abenteuer in diesem Traumurlaub zu erfahren. Lektion 2, Mittagsoptionen. Vielleicht wäre ein Sandwich oder ein Salat zum Mittagessen gut. Ich neige zu einem Sandwich, sie sind so vielseitig und befriedigend. Ich stimme zu. Sie können sie mit so vielen leckeren Zutaten füllen. Genau. Ich liebe es, verschiedene Kombinationen auszuprobieren, um die Dinge interessant zu halten. Welche Art von Sandwich möchten Sie zubereiten? Ich denke an einen klassischen Truthahn und Avocado, es ist immer ein Hit. Das hört sich köstlich an. Ich könnte mich für ein Gemüsesandwich mit Hummus entscheiden. Tolle Wahl. Es ist gesund und voller Geschmack. Lasst uns gemeinsam unser Mittagessen zubereiten, es wird Spaß machen, im Team zu kochen. Lektion 3, historische Innovationen. Wussten Sie, dass die Detroit Edison Company in ihrer Freizeit an einer pferdelosen Kutsche als erstem Automobil arbeitete? Das ist faszinierend. Es ist erstaunlich, wie sich Innovationen im Laufe der Zeit entwickelt haben. Ja. Das Konzept einer pferdelosen Kutsche war damals revolutionär. Absolut. Es veränderte die Art und Weise, wie Menschen reisten und Güter transportierten. Es ist unglaublich, darüber nachzudenken, wie weit wir seitdem gekommen sind. Ja. Die Fortschritte in der Technologie haben unser Leben dramatisch verändert. Ich liebe es, etwas über historische Innovationen und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft zu lernen. Ich auch. Es ist wichtig, die Visionäre zu würdigen, die den Weg für unsere moderne Welt geebnet haben. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam mehr über Erfindungen und ihre Geschichte erfahren. Lektion 4, Geburtstagsdekorationen. Hey! Habe ich dir erzählt, dass meine Freundin Jane vor kurzem ihren 10. Geburtstag hatte? Nein, das hast du nicht. Wie hat sie gefeiert? Ihr Haus war überall mit Luftballons und Luftschlangen geschmückt. Das klingt festlich. Ich liebe eine gute Geburtstagsparty-Atmosphäre. Das war es wirklich. Es gab Spiele, Musik und viel Gelächter. Das ist großartig. Hatte sie ein Motto für die Party? Ja, es war ein Prinzessinnen-Thema, also war alles glitzernd und farbenfroh. Wie lustig. Ich kann mir nur vorstellen, wie aufgeregt sie gewesen sein muss. Sie war begeistert. Das Beste war der Kuchen in Form einer Burg. Lektion 5, Abenteuer im Kunsthandwerksladen. In der Nähe gibt es einen Laden, der viele Möglichkeiten für Bastelbedarf bietet. Oh, das klingt perfekt.
Ich wollte schon immer ein neues Projekt starten. Dann schaue ich mir mal im Bastelladen um, sie haben oft einzigartige Gegenstände. Tolle Idee. Kunsthandwerksläden können eine wahre Schatzkammer der Inspiration sein. Ja. Ich liebe es, durch die verschiedenen verfügbaren Materialien und Werkzeuge zu stöbern. Ich auch. Es ist erstaunlich, wie ein kleiner Gegenstand eine ganze Idee entfachen kann. Genau. Mal sehen, was wir finden können, das unsere Kreativität inspirieren wird. Ich kann es kaum erwarten. Es wird Spaß machen, es gemeinsam zu erkunden. Definitiv. Planen wir einen Tag ein, um alle Möglichkeiten zu besichtigen und zu erkunden. Lektion 6. Grundlegendes zum Einkaufen. Denken Sie beim Einkaufen daran, Ihre wiederverwendbaren Taschen mitzubringen. Das ist eine tolle Erinnerung. Es ist wichtig, Plastikmüll zu reduzieren. Ja. Außerdem bieten viele Geschäfte Rabatte für die Verwendung wiederverwendbarer Taschen an. Genau. Es ist eine Win-Win-Situation für die Umwelt und unseren Geldbeutel. Der Einfachheit halber habe ich immer ein paar wiederverwendbare Taschen in meinem Auto. Das ist klug. Damit sollte ich auch anfangen. Es macht das Einkaufen viel einfacher und nachhaltiger. Ich stimme zu. Machen wir es uns zur Gewohnheit, sie immer zu verwenden. Sicher. Gemeinsam können wir dazu beitragen, eine positive Wirkung zu erzielen. Lektion 7. Zahlungsbedingungen. Das erscheint vernünftig. Wie sieht es mit den Zahlungsbedingungen für unseren Vertrag aus? Wir schlagen einen monatlichen Zahlungsplan vor, um die Übersichtlichkeit zu gewährleisten. Das klingt fair. Monatliche Zahlungen können bei der Budgetierung hilfreich sein. Genau. Es stellt sicher, dass beide Parteien ihren Verpflichtungen bequem nachkommen können. Ich schätze die Klarheit dieser Vereinbarung, es hilft, spätere Verwirrung zu vermeiden. Ja. Eine klare Kommunikation ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Partnerschaft. Stellen Sie sicher, dass wir alle Details im Vertrag darlegen. Absolut. Es ist wichtig, dass alles ordnungsgemäß dokumentiert wird. Ich werde die Bedingungen entwerfen und sie zur Überprüfung einsenden. Lektion 8. Lebensmittelpräferenzen. Bevorzugen Sie beim Einkauf Bio oder normale Produkte? Normalerweise kaufe ich normale Produkte, bin aber auch offen für Bio-Varianten. Das ist ein guter Ansatz. Bio kann in manchen Fällen gesünder sein. Ja. Ich habe gehört, dass Bio-Obst und Gemüse oft weniger Pestizide enthält. Genau. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, insbesondere bei Lebensmitteln, die wir häufig essen. Ich stimme zu. Lassen Sie uns die Vorteile von Bioprodukten untersuchen. Tolle Idee. Es ist immer gut, fundierte Entscheidungen zu treffen. Ja. Ich möchte sicherstellen, dass ich das Beste für meine Gesundheit sorge. Planen wir bald einen Lebensmitteleinkauf, um beide Optionen auszuprobieren. Lektion 9. Projekte organisieren. Ja, das habe ich. Ich begann damit, die Dinge in verschiedene Kategorien zu sortieren. Das klingt nach einer cleveren Art, mit dem Organisieren zu beginnen. Es hilft wirklich, alles übersichtlich zu sehen. Genau. Sobald Sie die Kategorisierung vorgenommen haben, ist es einfacher zu entscheiden, was Sie behalten oder wegwerfen möchten. Ja.
Ich habe die Kästchen auch beschriftet, um es noch einfacher zu machen. Das ist eine tolle Idee. Etiketten können beim Suchen viel Zeit sparen. Sicher. Ich fühle mich produktiver, wenn alles organisiert ist. Ich stimme voll und ganz zu. Ein aufgeräumter Raum kann zu einem aufgeräumten Geist führen. Lasst uns irgendwann einmal gemeinsam eine ähnliche Organisationssitzung durchführen. Lektion 10: Gadget Shopping. Kaufen Sie gerne Gadgets? Ja, ich liebe es, im Laden neue Elektronikgeräte zu entdecken. Das ist großartig. Es kommen immer so viele innovative Produkte auf den Markt. Genau. Es ist spannend zu sehen, was neue Technologie leisten kann. Ich lese gerne Rezensionen, um zu sehen, was sich zu kaufen lohnt. Ich auch. Bewertungen helfen mir, fundierte Entscheidungen zu treffen. Was ist das neueste Gadget, das Sie im Auge behalten haben? Ich schaue mir Smart Home Geräte an, sie scheinen wirklich praktisch zu sein. Die sind cool. Sie können alltägliche Aufgaben erheblich erleichtern. Lektion 11: Yoga-Vorteile. Yoga ist definitiv wohltuend für Körper und Geist. Hast du es schon einmal probiert? Ja, ich praktiziere ein paar Mal pro Woche Yoga, um konzentriert zu bleiben. Das ist großartig. Ich wollte selbst eine Routine beginnen. Es ist eine großartige Möglichkeit, Stress abzubauen und die Flexibilität zu verbessern. Ich habe gehört, dass es auch bei der Achtsamkeit und Konzentration hilft. Absolut. Es lehrt dich, im Moment präsent zu sein. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Welchen Stil praktizieren Sie? Normalerweise mache ich Hatha Yoga, da es perfekt für Anfänger ist. Lektion 12: Lebhafte Atmosphäre. Ich stimme zu, die Musik hat die Atmosphäre wirklich lebendig gemacht. Übrigens, haben Sie unseren Gastgeber schon einmal getroffen? Nein, das habe ich nicht. Aber ich habe großartige Dinge über sie gehört. Sie sind wirklich freundlich und wissen, wie man eine fantastische Party veranstaltet. Das ist gut zu hören. Es macht ein Treffen immer angenehmer. Ja. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und die Atmosphäre zu erleben. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche weiteren Überraschungen Sie für den Abend geplant haben. Ich auch. Es ist aufregend, neue Leute kennenzulernen und Erinnerungen zu sammeln. Lasst uns die Nacht genießen und den ganzen Spaß genießen. Lektion 13: Hotelsuche. Noch nicht. Ich habe online gesucht, aber ich kann anscheinend nicht das perfekte Hotel finden. Das kann frustrierend sein. Was suchen Sie in einem Hotel? Ich möchte etwas Bequemes mit guten Annehmlichkeiten und einer günstigen Lage. Das sind definitiv wichtige Faktoren, die Sie bei der Buchung berücksichtigen sollten. Ja. Ich bevorzuge auch Orte mit positiven Bewertungen von früheren Gästen. Das ist klug. Bewertungen können Aufschluss über die Qualität des Hotels geben. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass ich während meiner Reise einen angenehmen Aufenthalt habe. Lassen Sie uns gemeinsam weitersuchen, vielleicht finden wir ein tolles Angebot. Das klingt nach einem Plan. Ich schätze Ihre Hilfe bei dieser Suche. Lektion 14: Sicherheit beim Wandern.
Auf jeden Fall gilt, Sicherheit geht vor. Informieren wir auch vor unserer Abreise jemanden über unsere Wanderpläne. Das ist eine kluge Idee. Es ist immer gut, jemanden zu haben, der weiß, wohin die Reise geht. Ja. Es stellt sicher, dass jemand nach uns sehen kann, wenn wir länger brauchen als erwartet. Genau. Außerdem sollten wir Ihnen unsere voraussichtliche Rückkehrzeit mitteilen. Ich stimme zu. Auf diese Weise wissen Sie besser, wann Sie sich Sorgen machen müssen, wenn wir zu spät kommen. Es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen, besonders wenn man die Natur erkundet. Definitiv. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie eine Karte und ausreichend Wasser dabei haben. Guter Gedanke. Beim Wandern ist es wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Ja. Ich freue mich auf unser Abenteuer und die Vorbereitung macht es noch besser. Lektion 15: Internetprobleme. Ich hoffe, dass Sie dieses Problem schnell beheben können. Ich brauche das Internet für die Arbeit. Das klingt frustrierend. Eine zuverlässige Internetverbindung ist unerlässlich, insbesondere wenn Sie von zu Hause aus arbeiten. Genau. Es stehen viele Fristen an und ich kann mir keine Verzögerungen leisten. Haben Sie den Kundendienst kontaktiert, um herauszufinden, wo das Problem liegt? Ja, das habe ich, aber Sie sagten, dass die Lösung eine Weile dauern könnte. Das ist bedauerlich. Hoffentlich beschleunigen Sie die Sache für Sie. Das hoffe ich wirklich. Ich muss mich auf eine wichtige Präsentation vorbereiten. Ich verstehe. Drücken wir die Daumen, dass das Problem bald behoben wird. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich schätze es. Lektion 16: Neue Dinge ausprobieren. Hast du das neue Rezept ausprobiert, das ich erwähnt habe? Das habe ich nicht, aber ich werde es versuchen. Hast du noch weitere Tipps? Ja. Achten Sie darauf, die Zutaten genau abzumessen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Das ist ein guter Punkt. Normalerweise schätze ich nur, aber dieses Mal werde ich mich an den Maßen orientieren. Beeilen Sie sich auch nicht mit dem Garvorgang, lassen Sie die Aromen voll entfalten. Habe es. Ich werde mir Zeit nehmen und das Kocherlebnis genießen. Das ist der Geist. Kochen soll Spaß machen und entspannend sein. Ich stimme zu. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich kann es kaum erwarten, von Ihren Ergebnissen zu hören. Lassen Sie uns anschließend eine Verkostung planen. Lektion 17: Faire Vergütung. Das ist eine Unannehmlichkeit. Gute Idee. Es ist nur fair für den Ärger, den wir durchgemacht haben. Absolut. Wenn die Dinge nicht wie geplant verlaufen, ist es wichtig, dagegen vorzugehen. Ja, wir sollten Kontakt aufnehmen und eine mögliche Entschädigung für die Unannehmlichkeiten besprechen. Ich stimme zu. Kommunikation ist der Schlüssel, um sicherzustellen, dass unsere Anliegen gehört werden. Genau. Wir verdienen es, als Kunden fair behandelt zu werden. Ja, und es schafft einen guten Präzedenzfall für zukünftige Interaktionen. Lassen Sie uns eine höfliche Nachricht verfassen, in der wir unsere Erfahrungen und Erwartungen erläutern. Tolle Idee. Es ist wichtig, klar zu sagen, was wir verlangen. Ich übernehme die Federführung beim Schreiben und Sie können es überprüfen, bevor wir es versenden. Lektion 18: Historische Faszination.
Seit Christoph Kolumbus im Jahr 1492 zum ersten Mal amerikanische Indianer traf, waren viele Europäer von deren Kulturen fasziniert. Ja. Diese Begegnung öffnete die Tür zur Erforschung und Kolonisierung. Es ist interessant, wie dieser Moment in der Geschichte die Zukunft beider Kontinente prägte. Absolut. Es kam zu einem komplexen Austausch von Gütern, Ideen und leider auch zu Konflikten. Ja, und die Faszination überschattet oft die Herausforderungen, mit denen indigene Völker konfrontiert sind. Ich stimme zu. Es ist wichtig, beide Seiten der Geschichte anzuerkennen. Ja, das Verständnis der Geschichte hilft uns, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Genau. Wir sollten immer eine ausgewogene Perspektive anstreben. Lassen Sie uns weiterhin historische Ereignisse und ihre Auswirkungen auf unsere heutige Welt erforschen. Lektion 19: Tägliche Herausforderungen. Hey, es war in letzter Zeit etwas herausfordernd für mich, aber ich versuche mein Bestes. Ich verstehe. Und du? Wie ist es Ihnen ergangen? Ich habe mich darauf konzentriert, positiv zu bleiben und Lösungen für meine Herausforderungen zu finden. Das ist eine tolle Einstellung. Es ist wichtig, weiterzumachen, auch wenn es schwierig wird. Ja. Ich lerne, die Dinge Schritt für Schritt anzugehen. Das ist klug. Manchmal führen kleine Schritte zu großen Veränderungen. Genau. Ich schätze Ihre Ermutigung, es hilft mir, motiviert zu bleiben. Jederzeit. Ich bin immer für Sie da, um Sie auf Ihrem Weg zu unterstützen. Dankeschön. Lassen Sie uns weiterhin gegenseitig bei unseren Herausforderungen helfen. Lektion 20: Malstile. Das ist großartig. Welche Art von Gemälden erschaffen Sie normalerweise? Am liebsten arbeite ich mit Landschaften und abstrakten Designs. Das klingt faszinierend. Es muss so erfüllend sein, Landschaften zu malen. Ja. Die Schönheit der Natur einzufangen ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Und abstrakte Kunst ermöglicht so viel Kreativität und Ausdruck. Genau. Dadurch kann ich frei mit Farben und Formen experimentieren. Ich würde gerne einmal einige Ihrer Kunstwerke sehen. Ich teile es gerne. Ich bin immer auf der Suche nach Feedback und Inspiration. Lassen Sie uns eine kleine Kunstvitrine planen, in der Sie Ihre Stücke ausstellen können. Lektion 21: Eine Reise planen. Morgen Anna, ich plane bald eine Reise. Hallo John. Irgendwelche Vorschläge, wohin man gehen soll? Sicher. Was für eine Reise suchen Sie? Ich möchte eine Mischung aus Abenteuer und Entspannung. Wie wäre es in diesem Fall mit einem Strandziel mit Wanderwegen in der Nähe? Das klingt perfekt. Haben Sie einen bestimmten Standort im Sinn? Ich habe großartige Dinge über Costa Rica gehört. Das ist eine ausgezeichnete Wahl. Es bietet sowohl wunderschöne Strände als auch üppige Regenwälder. Ich werde mit der Recherche nach Unterkünften und Aktivitäten beginnen. Lektion 22: Malzubehör. Für präzise Designs benötigen Sie möglicherweise Schablonen, Schwämme und Klebeband. Das ist gut zu wissen.
Ich liebe es, Schablonen für saubere Kanten in meinen Bildern zu verwenden. Sie helfen wirklich dabei, scharfe Linien zu erzeugen und einen professionellen Touch zu verleihen. Genau. Und Schwämme können so schöne Texturen erzeugen. Ja. Sie können Ihrem Kunstwerk Tiefe und Dimension verleihen. Ich werde sicherstellen, dass ich alle Vorräte zusammenstelle, bevor ich mit meinem nächsten Projekt beginne. Großartig. Wenn Sie vorbereitet sind, wird der Prozess reibungsloser und angenehmer. Ich stimme zu. Ich kann es kaum erwarten, in meinem nächsten Gemälde mit diesen Werkzeugen zu experimentieren. Lasst uns einen Basteltag planen, an dem wir gemeinsam etwas erschaffen können. Lektion 23: Engagement in der Gemeinschaft. Programme, soziale Aktionen, Spendenaktionen und so weiter, viele große Kirchen haben einen erheblichen Einfluss auf ihre Gemeinden. Ja, sie stellen den Bedürftigen häufig Ressourcen und Unterstützung zur Verfügung. Es ist inspirierend zu sehen, wie sie mit Menschen interagieren und etwas bewirken. Absolut. Die Beteiligung der Gemeinschaft ist für die Förderung von Verbindungen von entscheidender Bedeutung. Ich bewundere Organisationen, die Öffentlichkeitsarbeit und Service in den Vordergrund stellen. Ich auch. Es zeigt die Verpflichtung, anderen zu helfen und die Gemeinschaft zu stärken. Lassen Sie uns gemeinsam erkunden, wie wir zu lokalen Initiativen beitragen können. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Ich würde mich gerne an sinnvollen Projekten beteiligen. Gemeinsam können wir etwas Positives bewirken und andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun. Lektion 24: Geburtstagsfeier. Meine Freundin Jane hatte letztes Wochenende ihren 10. Geburtstag und es war so ein lustiges Ereignis. Das klingt spannend. Wie hat sie ihren besonderen Tag gefeiert? Ihr Haus war überall mit bunten Luftballons und Luftschlangen geschmückt. Ich liebe eine gute Partydekoration. Es sorgt wirklich für Feierstimmung. Ja, und es gab Spiele und Aktivitäten für alle Kinder. Das muss für eine lebhafte Atmosphäre gesorgt haben. Hatte sie ein Motto für ihre Party? Ja, es war ein Prinzessinnen-Thema und alles sah magisch aus. Wie schön. Gab es eine große Torte passend zum Thema? Absolut. Der Kuchen hatte die Form einer Burg und schmeckte fantastisch. Lektion 25: Erkundung des Kunsthandwerksladens. In der Nähe gibt es ein Geschäft, das viele Möglichkeiten für Kunsthandwerk und Bedarfsartikel bietet. Oh, das klingt perfekt. Ich wollte schon immer ein neues DIY-Projekt starten. Dann schaue ich mir mal im Bastelladen um, sie verfügen oft über einzigartige Gegenstände, die die Kreativität anregen. Tolle Idee. Kunsthandwerksläden sind wie Schatztruhen für kreative Köpfe. Genau. Ich liebe es, durch verschiedene Materialien zu stöbern und zu sehen, was mir ins Auge fällt. Ich auch. Es ist erstaunlich, wie ein kleiner Gegenstand eine ganz neue Idee hervorbringen kann. Mal sehen, was wir finden können, das uns bei unseren kommenden Projekten helfen wird. Ich kann es kaum erwarten. Es wird Spaß machen, es gemeinsam zu erkunden. Definitiv. Machen wir einen Tag daraus und schauen wir, welche kreativen Ideen uns einfallen. Lektion 26: Berichtserstellung. Mit ausführlichen Berichten können wir das durchaus in die Abschlusspräsentation einbauen. Ja, eine gründliche Dokumentation wird unseren Fall erheblich stärken.
Ich stimme zu. Es ist wichtig, klare Beweise zur Untermauerung unserer Argumente vorzulegen. Genau. Je mehr Informationen wir haben, desto überzeugender wird unsere Argumentation sein. Rechts. Außerdem zeigt es, dass wir recherchiert haben und gut vorbereitet sind. Das ist besonders bei der Präsentation vor einem größeren Publikum von entscheidender Bedeutung. Ja, es gibt einen professionellen Ton an und schafft Glaubwürdigkeit. Und es hilft bei der Beantwortung aller Fragen, die während der Diskussion auftauchen könnten. Absolut. Ich denke, wir sollten bald mit der Zusammenstellung der notwendigen Daten beginnen. Lektion 27: Umweltfreundlicher Spaß. Ich habe von einer Veranstaltung gehört, bei der Menschen an verschiedenen Orten in der Stadt Müll sammeln können. Das klingt nach einer umweltfreundlichen Initiative. Das klingt wirklich spannend. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Gemeinschaft zu engagieren und gleichzeitig der Umwelt zu helfen. Genau. Außerdem gibt es jedem die Möglichkeit, verschiedene Teile der Stadt zu erkunden. Ja. Es ist immer schön, neue Orte zu entdecken und dabei etwas Gutes zu tun. Und es fördert die Teamarbeit, da alle für eine gemeinsame Sache zusammenkommen. Absolut. Es kann auch eine großartige Möglichkeit sein, neue Leute kennenzulernen, die ähnliche Interessen haben. Sicher. Ich denke, dass Veranstaltungen wie diese das Gemeinschaftsgefühl wirklich fördern können. Definitiv. Es ist eine Win-Win-Situation sowohl für die Teilnehmer als auch für die Umwelt. Ich würde gerne an einer solchen Veranstaltung teilnehmen. Lektion 28: Networking-Möglichkeiten. Es ist wichtig, mit Fachleuten in unserem Bereich in Kontakt zu treten. Haben Sie in letzter Zeit an Netzwerkveranstaltungen teilgenommen? Ja, ich war letzte Woche tatsächlich bei einem. Es war eine tolle Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen. Das klingt fantastisch. Welche Art von Fachleuten haben Sie getroffen? Es waren Menschen aus verschiedenen Branchen anwesend, die ihre Erkenntnisse und Erfahrungen austauschten. Das ist so wertvoll. Networking kann wirklich neue Möglichkeiten eröffnen. Absolut. Es ist erstaunlich, wie ein Gespräch zu neuen Möglichkeiten führen kann. Sicher. Ich denke, wir sollten gemeinsam mehr Veranstaltungen besuchen. Ja, machen wir es uns zum Ziel. Der Aufbau von Verbindungen ist für unsere Karriere so wichtig. Ich stimme zu. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, von anderen auf diesem Gebiet zu lernen. Lektion 29: Londoner Wahrzeichen. Wussten Sie, dass viele der berühmtesten Gebäude Londons in einem kleinen zentralen Bereich liegen? Ja, es ist unglaublich, wie viel Geschichte und Architektur in diesem Teil der Stadt steckt. Genau. Sie können Sehenswürdigkeiten wie den Tower of London und den Buckingham Palace bequem zu Fuß erreichen. Und die Museen sind gleich um die Ecke. Es ist eine kulturelle Schatzkammer. Absolut. Jedes Gebäude hat seine eigene Geschichte zu erzählen, was das Erkunden so faszinierend macht. Ja. Ich liebe es, wie sich jeder Besuch anders anfühlen kann, je nachdem, was man entdeckt. Und es ist schön zu wissen, dass es immer etwas Neues über die Stadt zu lernen gibt. Sicher. London ist eine so lebendige Stadt, die so viel zu bieten hat. Ich kann es kaum erwarten, unseren nächsten Besuch zu planen und weitere dieser fantastischen Orte zu erkunden. Lektion 30: Ressourcen teilen.
Wenn du Äpfel brauchst, kann ich dir welche leihen. Ich habe mehr, als ich im Moment essen kann. Wirklich? Das ist so großzügig von dir. Ich habe gerade darüber nachgedacht, einen Kuchen zu backen. Perfekt. Frische Äpfel eignen sich hervorragend zum Backen. Was für einen Kuchen hast du vor zu backen? Ich denke an einen klassischen Apfelkuchen mit Zimt und einer Blätterkruste. Das hört sich köstlich an. Ich liebe einen guten hausgemachten Kuchen. Ich auch. Es ist so ein wohltuendes Dessert, besonders wenn es noch warm aus dem Ofen kommt. Absolut. Und das Teilen von Essen bringt Menschen immer zusammen. Ja. Ich kann etwas Kuchen vorbeibringen, sobald es fertig ist. Das würde mir gefallen. Es wird eine schöne Möglichkeit sein, die Früchte ihrer Arbeit zu genießen. Lektion 31. Den perfekten Ort finden. Guten Morgen, Anna. Hast du schon über den Standort unseres nächsten Projekts nachgedacht? Hallo John, absolut. Es wird einige Zeit dauern, aber irgendwann werden wir den perfekten Ort finden. Großartig. Welche Kriterien berücksichtigen Sie für den Standort? Erreichbarkeit und lokale Ressourcen sind für uns Schlüsselfaktoren. Das macht Sinn. Wir müssen auch die Auswirkungen auf die Gemeinschaft berücksichtigen. Rechts. Die Zusammenarbeit mit lokalen Interessengruppen wird von entscheidender Bedeutung sein. Gibt es bestimmte Bereiche, die Sie im Auge haben? Ja, ich schaue mir ein paar Viertel an, die vielversprechend sind. Lassen Sie uns diese Optionen gemeinsam prüfen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Lektion 32. Fotografie-Enthusiasten. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, einer Fotogruppe beizutreten. Hallo John, das hört sich spannend an. Was ist Ihre Motivation für den Beitritt? Ich möchte Tipps weitergeben und von anderen Enthusiasten lernen. Das ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten zu verbessern. Haben Sie irgendwelche Kurse besucht? Noch nicht, aber ich denke auch über Online-Kurse nach. Online-Lernen kann sehr flexibel sein. Welche Art von Fotografie interessiert dich? Ich interessiere mich für Landschaftsfotografie, besonders bei Sonnenaufgang. Schön. Durch die Aufnahme von natürlichem Licht können atemberaubende Bilder entstehen. Ich stimme zu. Ich würde auch gerne von Ihren Erfahrungen mit der Fotografie hören. Lektion 33. Heißhungerattacken. Ich versuche mich zwischen einem saftigen Burger oder vielleicht einem gesunden Salat zum Mittagessen zu entscheiden. Das ist eine schwierige Entscheidung. Beide Optionen klingen auf ihre Art köstlich. Ich weiß. Manchmal gibt es nichts Besseres als einen guten Burger, besonders wenn er voller Belag ist. Wahr. Andererseits kann ein Salat so erfrischend und ohne schlechtes Gewissen sein. Genau. Ich denke, es hängt davon ab, in welcher Stimmung ich heute bin. Rechts. Haben Sie Lust auf etwas Herzhaftes oder etwas Leichtes? Ich glaube, ich neige zum Burger, aber der Salat ruft ständig meinen Namen. Warum nicht beides haben? Man könnte einen kleinen Burger und einen Beilagensalat bekommen. Das ist eine geniale Idee. Auf diese Weise kann ich das Beste aus beiden Welten genießen.